Lektion 1. Reisepläne. Ich neige dazu, spezifischere Ziele zu besuchen. Wohlgemerkt, ich möchte wandern, Streetfood probieren, Tempel besuchen und vielleicht. Das klingt nach einer unglaublichen Reiseroute. Sie haben sicherlich eine vollständige Agenda geplant. Ja. Ich glaube, jede Aktivität bietet einzigartige Einblicke in die lokale Kultur. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Das Erleben lokaler Aromen ist ein Abenteuer für sich. Hast du Empfehlungen für Streetfood, das ich probieren sollte? Ich würde empfehlen, die lokalen Köstlichkeiten zu probieren, wo immer sie hingehen. Das ist die beste Art, einzutauchen. Das klingt wunderbar. Ich werde für jedes Reiseziel eine Liste mit bewährtem Streetfood erstellen. Exzellente Idee. Ich kann es kaum erwarten, von Ihren köstlichen Entdeckungen zu hören. Erwarten Sie viele Geschichten voller Leckereien und kultureller Schätze. Lektion 2. Unverzichtbare Dinge. Ich muss einige notwendige Gegenstände sammeln, bis mein Gepäck zurückgegeben wird. Das ist eine Erleichterung. Hoffentlich wird es bald gefunden. Haben Sie die Fluggesellschaft kontaktiert? Hab ich. Sie versicherten mir, dass ich regelmäßig Updates erhalten würde. Das ist gut zu hören. Gibt es in der Zwischenzeit irgendwelche Dinge, die Sie sich ausleihen können? Ich brauche vielleicht ein paar Toilettenartikel und vielleicht ein Outfit für die nächsten Tage. Ich leihe dir gerne ein paar Sachen aus. Ich habe immer Extras in meinem Schrank. Danke. Ihre Unterstützung bedeutet viel, besonders während dieser Unannehmlichkeiten. Ganz und gar nicht. Jeder erlebt Reiseschluck auf. Das alles ist Teil des Abenteuers. Ich werde eine positive Einstellung behalten. Lektion 3. Rechte und Freiheiten. Die Rechte der Barone umfassten in Zeiten des Wandels auch das einfache Volk Englands. Unbedingt. Solche Diskussionen über Rechte ebneten den Weg für die Demokratie. Es ist faszinierend, wie historische Ereignisse unsere Freiheiten auch heute noch prägen. Ja. Es betont, wie wichtig Lobbyarbeit für die Sicherung der Rechte aller Bürger ist. Gibt es bestimmte Rechte, die Sie für besonders wichtig halten? Ich glaube, das Recht auf freie Meinungsäußerung ist von größter Bedeutung. Es ist die Grundlage der Demokratie. Ich stimme voll und ganz zu. Ein offener Dialog fördert gesunde Gesellschaften. Es ist wichtig, dass wir uns weiterhin für diese Rechte in unseren Gemeinden einsetzen. Unbedingt. Ich lasse mich von den historischen Persönlichkeiten inspirieren, die für solche Freiheiten gekämpft haben. Lektion 4. Marketinganalyse. Haben Sie die neuesten Marketingdaten überprüft? Ja, wir sollten uns auf digitale Anzeigen konzentrieren. Sie liefern derzeit die besten Ergebnisse. Ich stimme voll und ganz zu. Digitale Präsenz ist auf dem heutigen Markt unverzichtbar geworden. Genau. Die Reichweite ist größer und es ist viel einfacher, bestimmte demografische Merkmale anzusprechen. Haben sich bestimmte Plattformen für uns als am effektivsten erwiesen? Social-Media-Kanäle haben unglaublich hohe Engagementraten verzeichnet. Das ist ermutigend. Wir sollten erwägen, unser Budget für diese Anzeigen zu erhöhen. Das glaube ich auch. Es könnte ein vielfältigeres Publikum für unsere Marke gewinnen. Sollen wir einen Vorschlag vorbereiten, den wir bei unserer nächsten Teamsitzung vorlegen werden? Lektion 5. Ideale Karrierewege. Gibt es einen bestimmten Bereich, auf den Sie sich für Ihre Karriere konzentrieren? Ich betrachte die Kinderpsychologie als meinen Schwerpunkt. Das ist unglaublich wirkungsvoll. Es ist entscheidend, die Entwicklung von Kindern zu verstehen. In der Tat.
Ich glaube, es kann helfen, verschiedene gesellschaftliche Probleme anzugehen. Was hat Sie dazu inspiriert, diesen Weg einzuschlagen? Meine Erfahrungen in der freiwilligen Arbeit mit Kindern haben meine Sichtweise stark beeinflusst. Das ist wunderbar. Die Interaktion im wirklichen Leben bietet oft den größten Einblick. Ja, ich denke, dass die Arbeit in diesem Bereich es mir ermöglichen könnte, etwas zu bewegen. Sie befinden sich sicherlich auf einer bedeutungsvollen Reise. Lektion 6: Kommunikationsfähigkeiten. Ich habe starke Kommunikationsfähigkeiten. Bist du ein Teamplayer? Unbedingt. Ich gedeihe in kollaborativen Umgebungen. Das ist wunderbar. Effektive Kommunikation ist der Schlüssel zu jedem erfolgreichen Team. Ich stimme zu. Ein offener Dialog fördert eine bessere Teamarbeit und ein besseres Verständnis. Wie trägst du deiner Meinung nach zu einer Teamdynamik bei? Ich glaube, ich kann Ideen einbringen und gleichzeitig andere unterstützen. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. Ideen mit Ermutigung in Einklang zu bringen, kann zu großartigen Ergebnissen führen. Danke. Ich finde es wirklich befriedigend, anderen zu helfen, zu glänzen. Zusammen können wir im Team Großes erreichen. Lektion 7: Bahnhof pendeln. Wie lange dauert es normalerweise, um zum Bahnhof zu gelangen? In der Regel dauert es je nach Verkehr etwa 30 Minuten. Das ist durchaus überschaubar. Haben Sie das Pendeln als angenehm empfunden? An den meisten Tagen, ja. Das Anhören von Podcasts macht die Reise angenehm. Das ist eine fantastische Idee. Ich höre oft Musik, aber Podcasts sind ansprechender. Einverstanden. Sie können aus alltäglichen Reisen eine Gelegenheit zum Lernen machen. Ich glaube, ich werde einige beliebte Podcast-Empfehlungen untersuchen. Das solltest du. Es stehen so viele faszinierende Themen zur Auswahl. Ich freue mich auf mühelose Pendelfahrten voller faszinierender Inhalte. Lektion 8: Aufgeschlossener Ansatz. Es ist wichtig, solche Situationen unvoreingenommen anzugehen. Ich stimme absolut zu. Flexibilität kann zu unerwarteten Lösungen führen. Ja, Aufgeschlossenheit fördert Kreativität und Innovation. Dies ist besonders bei der Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Teams unerlässlich. Haben Sie jemals eine Situation erlebt, in der Aufgeschlossenheit zum Erfolg geführt hat? Ganz gewiss. Während eines Projekts hat die Berücksichtigung verschiedener Sichtweisen unser Endprodukt immens bereichert. Das ist inspirierend. Es zeigt, wie wichtig es ist, verschiedene Perspektiven zu schätzen. Genau. Lassen Sie uns diese Denkweise bei unseren zukünftigen Bemühungen fördern. Zweifellos. Ein Geist der Zusammenarbeit kann Herausforderungen in Chancen verwandeln. Lektion 9: Kulturelles Eintauchen. Ich habe vor, auf meinen Reisen in verschiedene Kulturen einzutauchen. Das klingt nach einer wunderbaren Erfahrung. Für welche Kulturen interessierst du dich besonders? Ich freue mich darauf, die lebendigen Traditionen Asiens und Südamerikas zu erleben. Diese Regionen bieten eine so reiche Geschichte und vielfältige Bräuche. Unbedingt. Ich möchte lokale Küche probieren und an traditionellen Festen teilnehmen. Essen ist eine der besten Möglichkeiten, sich mit einer Kultur zu verbinden. Haben Sie schon einmal internationale Gerichte probiert? Ja, ich habe authentisches Thai-Curry und peruanische Ceviche genossen. Beide waren göttlich. Ziemlich verlockend. Ich würde mich freuen, Sie auf solchen kulinarischen Abenteuern zu begleiten. Wir sollten auf jeden Fall eine gemeinsame Reise planen.
Mit einem Begleiter ist es immer besser, neue Kulturen zu erkunden. Lektion 10. Das Leben in Einklang bringen. Es geht darum, ein Gleichgewicht zu finden und sich seiner möglichen Auswirkungen bewusst zu sein. Ziemlich aufschlussreich. In der heutigen, schnelllebigen Welt ist es oft eine Herausforderung, das Gleichgewicht zu halten. In der Tat, man muss sowohl berufliche als auch persönliche Verpflichtungen berücksichtigen. Ich stimme zu. Wie stellst du sicher, dass du in deinem Leben ausgeglichen bleibst? Ich priorisiere meine Aufgaben und nehme mir Zeit für Entspannung. Das ist klug. Selbstpflege ist für die Aufrechterhaltung der geistigen und körperlichen Gesundheit unerlässlich. Unbedingt. Was ist mit dir? Wie hältst du dein Leben im Gleichgewicht? Ich versuche mir in meinem Arbeitsplan Zeit für Hobbys und soziale Interaktionen zu nehmen. Das klingt nach einem gesunden Ansatz. Hobbys verjüngen sicherlich den Geist. Lektion 11. Wettbewerbseinblicke. Informationen im Voraus zu haben, kann uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Definitiv. Wenn wir vorbereitet sind, können wir Herausforderungen gut antizipieren. Wie schlagen Sie vor, dass wir die notwendigen Informationen effektiv sammeln? Wir könnten gründliche Marktforschungen durchführen und Trends analysieren. Das klingt klug. Die Identifizierung von Marktlücken kann zu innovativen Strategien führen. Ja, die Zusammenarbeit mit dem Team könnte uns helfen, vielfältige Erkenntnisse zu gewinnen. Mir gefällt, wie du denkst. Brainstorming-Sitzungen in Gruppen bringen oft großartige Ideen hervor. Unbedingt. Jedes Teammitglied kann unterschiedliche Perspektiven einbringen. Lassen Sie uns bald ein Treffen vereinbaren, um unseren Ansatz zu besprechen. Lektion 12. Hochzeitsvorbereitungen. Susan braucht etwas, das sie sich geliehen hat. Sie trägt den Schmuck ihrer Mutter. Das ist herrlich. Ein sentimentales Stück verleiht dem Anlass eine besondere Note. In der Tat, Schmuck trägt oft persönliche Geschichten und Emotionen in sich. Hast du gesehen, was sie sonst noch tragen will? Ich glaube, sie entscheidet sich für ein schlichtes, aber elegantes Kleid. Das klingt wunderschön. Manchmal ist Einfachheit auffälliger. Unbedingt. Dadurch können die Accessoires glänzen und gleichzeitig der Fokus auf sie gerichtet bleiben. Sehr wahr. Hast du darüber nachgedacht, was du zur Hochzeit tragen wirst? Ich denke über einen klassischen Anzug nach, zeitlos und elegant. Lektion 13. Neue Einblicke in die Branche. Die Branche ist neu in der amerikanischen Erfahrung und konzentriert sich auf den totalen Einfluss, wirtschaftlich und politisch. Faszinierend. Es spiegelt wider, wie sich Unternehmen als Reaktion auf gesellschaftliche Veränderungen entwickeln. In der Tat. Die Schnittstelle von Wirtschaft und Politik ist entscheidend für das Verständnis der Marktdynamik. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Faktoren, die diese Entwicklung vorantreiben? Technologie spielt eine wichtige Rolle. Sie ermöglicht flexible Anpassungen und Innovationen. Unbedingt. Digitale Plattformen haben die Arbeitsweise von Unternehmen verändert. Haben Sie bestimmte Branchen beobachtet, die diesen Wandel vorantreiben? Ja, der Sektor der erneuerbaren Energien macht erhebliche Fortschritte. Das ist vielversprechend. Investitionen in nachhaltige Praktiken sind für die Zukunft von entscheidender Bedeutung. Lektion 14. Kulinarische Pläne. Ich dachte darüber nach, verschiedene Vorspeisen, ein Hauptgericht und ein Dessert für das Treffen zuzubereiten. Das klingt köstlich. Haben Sie sich für die spezifischen Gerichte entschieden, die Sie zubereiten möchten? Ich denke über gefüllte Champignons als Vorspeise, eine herzhafte Lasagne als Hauptgericht
und Käsekuchen als Nachtisch nach. Exzellente Auswahl. Jedes Gericht bietet eine köstliche Geschmacksmischung. Ich hoffe, sie gefallen allen. Für Freunde zu kochen ist immer lohnend. In der Tat. Die Freude am gemeinsamen Essen kann Menschen näher zusammenbringen. Was ist mit Getränken? Irgendwelche Ideen, was man servieren soll? Eine Auswahl an Weinen und vielleicht ein paar erfrischende Mocktails würden das Essen wunderbar ergänzen. Wunderbare Idee. Lassen Sie uns sicherstellen, dass wir ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis schaffen. Lektion 15. Grundlagen des Kochens. Eine Prise Salz. Ich hab's. Was ist mit dem Käse? Brauchen wir welche? Ja, Käse ist entscheidend für die Geschmacksverstärkung in vielen Gerichten. Welche Käsesorte empfehlen Sie für unser Essen? Ich denke, Mozzarella passt wunderbar zur Lasagne, während Parmesan für mehr Reichtum sorgen kann. Tolle Auswahl. Ich liebe die cremige Textur von Mozzarella. Genau, es schmilzt wunderbar und verleiht eine schöne Dehnung. Sollten wir auch eine Käseplatte für Vorspeisen in Betracht ziehen? Unbedingt. Eine Vielzahl von Käsesorten gepaart mit Früchten wäre herrlich. Ich werde mir ein paar Optionen aus dem Laden holen. Lektion 16. Yoga-Erlebnisse. Hast du schon einmal an einem Yogakurs teilgenommen? Ja, habe ich. Es ist unglaublich entspannend und verjüngend. Ich muss es noch ausprobieren. Was findest du am vorteilhaftesten? Der Fokus auf Achtsamkeit und Atmung hat mein allgemeines Wohlbefinden stark verbessert. Das klingt sehr ansprechend. Ich könnte ein wenig Entspannung in meinem Leben gebrauchen. Ich empfehle dringend, einen Kurs mit einem unterstützenden Lehrer zu besuchen. Er bietet Anleitung. Ich glaube, ich werde es bald versuchen. Du wirst es nicht bereuen. Yoga kann eine wunderbare Flucht vor dem Alltagsstress sein. Darauf freue ich mich. Vielleicht könnten wir irgendwann zusammen teilnehmen? Lektion 17. Königliche Besichtigungen. Die Residenz der königlichen Familie wurde erstmals in den 1990er Jahren für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das ist faszinierend. Es muss großes Interesse bei Touristen geweckt haben. In der Tat. Die Menschen sind oft fasziniert von der königlichen Geschichte und den Traditionen. Das sehe ich. Die Erkundung solcher historischen Orte bietet einen einzigartigen Einblick in die Kultur. Hatten Sie die Gelegenheit, königliche Residenzen zu besuchen? Ja, ich habe letzten Sommer den Buckingham Palace besucht. Es war großartig. Ich wette, das war es. Die Architektur und die Gärten sind einfach atemberaubend. Unbedingt. Jedes Zimmer erzählt seine eigene Geschichte und Pracht. Ich würde es gerne eines Tages sehen. Vielleicht können wir zusammen eine Reise planen. Lektion 18. Fähigkeiten zum Paraphrasieren. Mit meiner eigenen Umschreibung derselben Aussage werde ich versuchen, unseren Standpunkt zu verdeutlichen. Das ist eine kluge Strategie. Klare Kommunikation ist der Schlüssel zu jeder Diskussion. Ja. Es stellt sicher, dass alle Parteien die Absicht hinter der Botschaft verstehen. Haben Sie darüber nachgedacht, Ihre Argumente anhand von Beispielen zu veranschaulichen? Hab ich. Beispiele aus dem wirklichen Leben machen Konzepte oft nachvollziehbarer. Genau. Es stärkt das Argument und bindet das Publikum effektiv ein. Ich werde meine Aussagen verfeinern, um sicherzustellen, dass sie klar und deutlich sind. Ich bin zuversichtlich, dass Sie eine fantastische Präsentation halten werden. Danke.
Ihre Ermutigung motiviert mich, nach Exzellenz zu streben. Lektion 19. Abenteuer im Himmel. Hast du von der Flugreise gehört? Es war eine ziemliche Erfahrung. Oh, wirklich? Was ist passiert? Sie musste in der Nähe der Stadt Grimsby fliegen und durfte sich einen Freund aussuchen. Das klingt aufregend. Warst du mit jemandem, der interessant ist, hingegangen? Ja. Wir erkunden beide gerne neue Orte, also war es die perfekte Wahl. Was war der Höhepunkt des Fluges? Die Aussicht von oben war absolut atemberaubend. Das kann ich mir nur vorstellen. Über die Landschaften zu fliegen muss sich surreal anfühlen. Das tut es wirklich. Die Wolken sahen aus wie flauschige Zuckerwatte aus unserem Fenster. Lektion 20. Subtile Vertrautheit. Das ist eine gute Wahl. Um wie viel Uhr sollten wir uns dort treffen? Wie wäre es, wenn wir uns um 10 Uhr treffen? So können wir vorher einen Kaffee trinken. Perfekt. Ich schätze es, den Tag mit Koffein zu beginnen. Ich auch. Es gibt den Ton für den ganzen Tag an. Haben Sie ein bestimmtes Café im Sinn? Ich habe an das Haus auf der anderen Straßenseite gedacht. Dort gibt es fantastisches Gebäck. Ah, der mit der gemütlichen Atmosphäre. Klingt herrlich. Ja. Es ist ein wunderbarer Ort, um sich zu entspannen, bevor Sie in die Veranstaltung eintauchen. Das freut mich noch mehr. Sollen wir eine Liste mit Fragen erstellen, die wir bei dem Treffen stellen sollen? Lektion 21. Interessen der Automobilindustrie. Diese Leute reparieren oder verbessern ihre Autos. Das ist natürlich ein nützliches Hobby, aber es kann manchmal zu unerwarteten Komplikationen führen, richtig? unbedingt. Ich glaube, das Basteln kann überwältigend werden, wenn etwas schief geht. In der Tat. Es gibt einen schmalen Grat zwischen einem lustigen Hobby und einem frustrierenden Projekt. Hast du schon einmal versucht, etwas selbst zu reparieren? Ich habe einmal versucht, das Öl meines Autos zu wechseln. Sagen wir einfach, es ist nicht gut ausgegangen. Das klingt nach einer ziemlichen Erfahrung. Was ist passiert? Ich habe vergessen, die Kappe wieder aufzusetzen, und am Ende hatte ich einen Ölwasserfall auf meiner Einfahrt. Oh nein, das klingt in der Tat nach einer rutschigen Situation. Lektion 22. Schlaf ist wichtig. Das ist eine gute Denkweise. Wie wär's mit Schlaf? Bekommst du genug? Ich habe versucht, angemessene Ruhezeiten zu priorisieren, aber das kann eine Herausforderung sein. Ich verstehe. Arbeit und Entspannung unter einen Hut zu bringen, ist oft schwierig. Genau. Manchmal rasen mir die Gedanken vor Aufgaben, selbst wenn ich versuche zu schlafen. Ich kann das nachvollziehen. Haben Sie irgendwelche Techniken zur Verbesserung der Ruhe? Ja. Ich finde, dass das Lesen eines Buches vor dem Schlafengehen helfen kann, meine Gedanken zu beruhigen. Das ist eine großartige Idee. Ich wende mich oft der Meditation zu, um meinen Geist zu beruhigen. Meditation ist eine hervorragende Praxis. Vielleicht sollten wir es irgendwann zusammen versuchen. Das würde mir gefallen. Es könnte einfach unsere neue nächtliche Routine werden. Lektion 23. Antike Möbel. Ich liebe antike Möbel. Sie haben so viel Charakter und Geschichte. Ich stimme voll und ganz zu. Jedes Stück erzählt eine einzigartige Geschichte. Genau. Ich fühle mich zur Handwerkskunst vergangener Epochen hingezogen. Ich auch. Die Details antiker Möbel sind oft exquisit. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, irgendwelche Stücke zu restaurieren? Ich habe darüber nachgedacht. Alte Möbel wieder zum Leben zu erwecken, wäre so befriedigend.
Das würde es wirklich. Außerdem könntest du etwas wirklich Persönliches kreieren. Stellen Sie sich den Stolz vor zu sagen, ich habe das wiederhergestellt. Das ist ein netter Gedanke. Vielleicht könnten wir ein Projekt finden, an dem wir gemeinsam arbeiten können. Lektion 24. Fitnessziele. Ich möchte auf jeden Fall meine Kraft aufbauen und die Muskelmasse erhöhen. Das ist ein hervorragendes Ziel. Das Heben von Gewichten kann dabei erheblich helfen. Unbedingt. Ich habe nach effektiven Krafttrainingsprogrammen geforscht. Hast du darüber nachgedacht, auch Krafttraining auszuprobieren? Ja, ich glaube, es passt perfekt zum Gewichtheben. Genau. Beides zu kombinieren kann zu noch besseren Ergebnissen führen. Auf welche anderen Arten kann man effektiv Kraft aufbauen? Konsequenz ist der Schlüssel. Es ist auch wichtig, sich ausgewogen zu ernähren. Ich stimme voll und ganz zu. Die Ernährung spielt eine zentrale Rolle bei der Unterstützung von Fitnesszielen. Lektion 25. Herausforderungen meistern. Ich auch. Irgendwelche Tipps zur Überwindung? Es kann sehr effektiv sein, den Erfolg vor der Aufführung zu visualisieren. Das ist eine großartige Idee. Positive Visualisierung kann das Selbstvertrauen stärken. Unbedingt. Es ist überraschend, wie mächtig unser Verstand sein kann. Hast du diese Technik schon einmal ausprobiert? Ja. Es hat mir bei Präsentationen und sogar bei Sportveranstaltungen geholfen. Ich sollte das vor wichtigen Besprechungen in meine Routine aufnehmen. Das klingt nach einem fantastischen Plan. Es kann deine Ziele klarstellen und die Moral stärken. Danke für den Rat. Lasst uns gemeinsam unsere Ängste besiegen. Lektion 26. Podcast-Marathon. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Ich freue mich darauf, meinen Podcast-Marathon zu Hause zu starten. Das klingt herrlich. Welche Themen wirst du in deinen Podcasts behandeln? Ich plane, eine Vielzahl von Themen zu erkunden, darunter persönliche Entwicklung und Reisen. Beides sind hervorragende Themen. Sie können Ihre Zuhörer inspirieren und informieren. Genau. Ich freue mich darauf, verschiedene Perspektiven zu diesen Themen zu hören. Planen Sie, Gäste zu Ihrem Podcast einzuladen? Ja. Ich glaube, Gastinterviews verleihen dem Inhalt Tiefe und Vielfalt. Das ist eine großartige Strategie. Es hält den Inhalt frisch und ansprechend. Ich hoffe, dass ich es nächsten Monat veröffentlichen kann. Lektion 27. Eine hilfreiche Begegnung. Eines Tages kam ein Mädchen auf mich zu und sagte, sie habe sich verirrt. Sie konnte den Weg zu ihrem Englischunterricht nicht finden. Oh je. Wie hast du ihr geholfen? Ich bot ihr ruhig an, sie dorthin zu begleiten. Es stellte sich heraus, dass wir beide in dieselbe Richtung gingen. Was für eine zufällige Begegnung. Hattest du unterwegs ein angenehmes Gespräch? Das haben wir. Es half ihr, sich weniger Sorgen zu machen, verloren zu gehen. Das ist fantastisch. Es ist immer herzerwärmend, Bedürftigen unter die Arme zu greifen. Genau. Es erinnerte mich an die Bedeutung von Freundlichkeit in unserem täglichen Leben. Freundliche Handlungen können Verbindungen herstellen, auch zu Fremden. In der Tat. Manchmal können die einfachsten Gesten den größten Unterschied machen. Lektion 28. Herausforderungen für Übersetzer. Der Übersetzer wurde schwer verletzt. Sein japanischer Übersetzer wurde erstochen. Das ist schockierend. Die Umstände im Zusammenhang mit Übersetzungsarbeiten können gefährlich sein. In der Tat. Es scheint, als ob die Arbeit Menschen oft in gefährdete Positionen bringt.
Ja. Dennoch spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Überbrückung kultureller Unterschiede. Ihre Beiträge sind von unschätzbarem Wert, insbesondere in Konfliktsituationen. Es ist ein komplexes Feld, das nicht nur Geschick, sondern auch Mut erfordert. Ich frage mich oft, wie Übersetzer mit dem Druck solcher Umgebungen umgehen. Es muss unglaublich herausfordernd sein, aber viele tun es aus Hingabe. Erinnern wir uns an ihre Opfer und setzen wir uns für sicherere Arbeitsbedingungen ein. Lektion 29. Das Abenteuer erwartet Sie. Ich freue mich so auf unsere Reise nächste Woche. Ich auch. Hast du angefangen zu packen? Das habe ich in der Tat, aber ich scheine ein kleines Problem zu haben. Welches Problem könnte das sein? Ich kann mein Reisekissen nicht finden. Es scheint sich in Luft aufgelöst zu haben. Vielleicht hat es beschlossen, sich ohne dich auf ein eigenes Abenteuer einzulassen. Das wäre eine Wendung in der Handlung. Möglicherweise benötige ich ein neues, um meinen Komfort während der Reise zu gewährleisten. Komfort ist unerlässlich, insbesondere wenn man versucht, in einem fahrenden Fahrzeug zu schlafen. Glaubst du, das Reisekissen wird von selbst zurückkehren? Lektion 30. Kulinarische Experimente. In letzter Zeit hat mich die Kombination aus Rindfleisch und italienischen Gewürzen fasziniert. Das werde ich beim nächsten Mal versuchen müssen. Was bereitest du normalerweise damit zu? Normalerweise würde ich ein köstliches Nudelgericht zubereiten. Es verleiht einen bemerkenswerten Geschmack. Pasta mit Rindfleisch? Das klingt jetzt faszinierend. Ich muss mich nach deinem Rezept erkundigen. Ich freue mich, es zu teilen. Ich muss Sie jedoch warnen, es erfordert etwas Geschick. Keine kulinarische Herausforderung ist mir zu entmutigend. Ich freue mich über die Gelegenheit, es zu versuchen. Möglicherweise stellen Sie fest, dass es schwieriger ist, als es scheint. Das Geheimnis liegt darin, die Gewürze richtig auszubalancieren. Ich glaube dir beim Wort. Ich kenne dich, es muss herrlich sein. Nun, vielleicht könnte ich eines Abends in der Küche mein Können unter Beweis stellen? Lektion 31. Musikalische Einblicke. Mir ist klar geworden, dass es nur sehr wenige typisch amerikanische Songs gibt. Das ist wahr. Es scheint, dass die meisten entweder zu modern oder zu traditionell sind. Ich entdeckte jedoch, dass Foster viele Lieder lieferte, die das Leben des 19. Jahrhunderts zum Ausdruck brachten. Das verleiht der Musik sicherlich eine faszinierende geschichtliche Ebene. Welche Songs hast du gefunden? Ein bemerkenswertes Stück ist Oh, Susanna. Es verkörpert wirklich den Geist dieser Zeit. Ich habe davon gehört. Die Melodie ist ziemlich eingängig. In der Tat ist es so. Fosters Melodien rufen ein nostalgisches Gefühl hervor, das sie in die Vergangenheit versetzt. Es ist bemerkenswert, wie Musik unsere Emotionen und Erinnerungen beeinflussen kann. Sehr wohl. Hast du darüber nachgedacht, mehr über diese Ära der Musik zu erfahren? Lektion 32. Urlaubsfeeling. Viele Menschen machen im Sommer Urlaub. Das ist richtig. Es ist eine ideale Zeit, um sich zu entspannen und neue Ziele zu erkunden. Auch wir haben nächste Woche Sommerferien von der Schule. Wie herrlich! Haben Sie irgendwelche besonderen Pläne im Kopf? Das tue ich in der Tat. Ich hoffe, die Berge zu besuchen und etwas frische Luft zu genießen. Das klingt wunderbar. Ich wollte schon immer in den Bergen wandern. Du solltest dich mir anschließen. Es wird ein Abenteuer sein, an das es sich zu erinnern lohnt. Ich wäre sehr daran interessiert, Ihre Einladung anzunehmen. Fantastisch. Wir können auch Mahlzeiten am Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel genießen.
Lektion 3: Kulinarische Kameradschaft. Das stimmt. Wir können das Essen einfach in Gesellschaft des anderen genießen. Essen schmeckt in der Tat besser, wenn es geteilt wird. Womit schlagen Sie vor, dass wir beginnen? Ich schlage vor, wir beginnen mit einer schönen Käseplatte. Es ist immer ein Hit. Eine hervorragende Wahl. Welche Käsesorten sollen wir einbeziehen? Ich schlage Cheddar, Brie und vielleicht etwas Ziegenkäse zur Abwechslung vor. Diese Auswahl ist köstlich. Ich werde ein paar Früchte mitbringen, um sie zu begleiten. Früchte würden einen reizvollen Kontrast bilden. Was für ein herrliches Fest werden wir veranstalten. Ich muss zugeben, ich freue mich sehr auf dieses kulinarische Treffen. So wie ich. Es wird ein herrlicher Abend voller Lachen und Geschmack. Lektion 34. Ein herzliches Willkommen. Guten Morgen. Ja, ich bin neu. Mein Name ist Emily. Ich bin erst letzte Woche in das Unternehmen eingetreten. Willkommen. Es ist wunderbar, ein frisches Gesicht unter uns zu haben. Wie war Ihre Erfahrung bisher? Danke. Alle waren unglaublich freundlich, was die Eingewöhnung erheblich erleichtert. Das ist fantastisch. Wenn Sie jemals Hilfe benötigen, zögern Sie nicht zu fragen. Ich weiß, deine Freundlichkeit zu schätzen. Ich lerne immer noch die Grundlagen, aber ich bin begierig darauf, mich anzupassen. Anpassung braucht Zeit und es ist völlig normal, sich ein wenig überfordert zu fühlen. Ich stimme zu. Ich bin entschlossen, die vor mir liegenden Herausforderungen anzunehmen. Das ist der Geist. Gemeinsam können wir ein Umfeld schaffen, in dem wir uns gegenseitig unterstützen. Genau. Ich freue mich darauf, alle im Laufe der Zeit besser kennenzulernen. Lektion 35. Reisetipps. Hallo. Ich habe gehört, dass du eine Reise planst. Brauchst du irgendwelche Reisetipps? Es ist sehr nett, dass du das anbietest. Ich würde mich über jeden Rat freuen, den Sie mir geben können. Ganz gewiss. Stellen Sie zunächst sicher, dass Sie eine Checkliste haben, um zu vermeiden, dass wichtige Punkte vergessen werden. Eine Checkliste. Das ist eine brillante Idee. Ich vergesse oft Dinge, wenn ich es eilig habe. Das passiert den Besten von uns. Außerdem kann das Verpacken vielseitiger Kleidung Platz in Ihrem Koffer sparen. Vielseitige Kleidung, in der Tat. Das werde ich bei der Vorbereitung berücksichtigen. Vergessen Sie außerdem nicht, wie wichtig Dokumente wie Ihr Reisepass sind. Ich neige dazu, solche kleinen Details zu übersehen. Danke für die Erinnerung. Es war mir eine Freude. Genießen Sie Ihre Reise und fragen Sie uns gerne, wenn Sie weitere Hilfe benötigen.